freue mich sehr, dass ich heute die CEO und Gründerin von Spitex Dona zu Gast habe. Herzlich willkommen, Liridona Makica. Danke vielmals, Melanie, für die Einladung. Spitex Dona, das ist eine private Spitex-Organisation. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Seit wann gibt es euch und warum? Ich habe Spitex Dona im 2021 gegründet, musste recht lange noch für die Bewilligung warten von der Gesundheitsdirektion. Es war gerade die Pandemie. Das Ganze hat sich ein bisschen verzögert. Die Spitex Dona habe ich gegründet, weil ich etwas anbieten für die Klienten, wo sie möglichst engere Beziehung haben. Zum Beispiel nicht so viel Personalwechsel, aber auch für uns möglichst zufriedene Mitarbeitende zu haben. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast während Corona gegründet, aber es hat ein bisschen einen Moment gedauert, bis du effektiv starten können. Hast du den Plan schon vor Corona gehabt oder hat dich das kalt verwünscht? Es hat mich kalt verwünscht. Ich habe mich noch im Dezember dafür entschieden und ab Januar einen Coach genommen und dann bereits im März gegründet. Das Timing ist sehr gut. Du bist aber da, also das heisst, das Timing hat dich irgendwie nicht aus der Bahn geworfen, zum Glück. Was unterscheidet die Spitex Dona von anderen Spitex-Anbietern? Es unterscheidet uns, weil, wie bereits schon erwähnt, wir arbeiten in kleinen Teams. Wir möchten möglichst eine hohe Pflegequalität erbringen. Und wir sind davon überzeugt, dass das mit weniger Mitarbeitenden pro Klient funktioniert. Zudem investieren wir sehr viel für die Mitarbeitenden. Studien zeigen auf, dass man mit einer flachen Hierarchie bessere Patienten-Outcomes hat. Und wir investieren sehr viel in die Mitarbeitenden und sie sind sehr frei. Lass uns gerade über die Mitarbeitenden reden. Also, wenn man so die Medien anschaut, dann hört man Pflegeberufe, grosser Fachkräftemangel, viele Stellen, die zu besetzen sind, wo man keine Leute findet. Wie viele Mitarbeitende hast denn du? Ich habe zurzeit über 50 Mitarbeitende, ich glaube ganz genau 68. Ja, wir merken das natürlich, vor allem auch gute Pflegefachkräfte und Fachpersonal, das fehlt. Wir sind jetzt die ganze Ausbildung am Aufbauen, sodass wir auch Fachpersonal ausbilden können. Also das heisst, du tust sie in-house ausbilden, also sie sind noch nicht fertig ausgebildet, die Leute, die zu dir kommen, oder hast du eine Kombination? Wir starten erst ab nächstes Jahr mit der Ausbildung, okay. Genau. Ja. Und hast du da Mühe gehabt, um die 50 Leute zu finden, oder 68, Entschuldigung, wir sind ja bei 68 zu finden, oder sind die sofort bei dir Schlange gestanden und gesagt, ja, ich komme lieber zu dir? Nein, ich hatte schon auch Mühe gehabt, vor allem über die Guten und auch die zu abwerben. Es waren auch gute Freundinnen vielmals gewesen, oder Mitarbeitende, die ich schon vorher miteinander gearbeitet habe. Ich muss sagen, es ist schwierig, aber ich bin froh, die ich kann, die sind super. Sehr schön, wenn man das hört. Du hast gerade vorher gesagt, ja, ich habe sie von vorher gekannt, einige. Was hast denn du vorher gemacht? Mit 15 habe ich ein Pflegepraktikum gemacht, hier in Wittigen. Ich habe noch nicht ganz genau gewusst, in welcher Richtung es geht. Ich habe dann eine VG-Lehre gemacht für 3 Jahre und als VG auch gearbeitet. Später dann die HF gemacht in der Akutpflege und dann ziemlich schnell in die Führung. Gerade nach der Ausbildung, 2 Monate nach der diplomierte Pflegefachfrau HF-Ausbildung. Und nach 9 Monaten habe ich mit dem Bachelor of Science in Nursing gestartet und das dann auch während der Gründung noch weitergemacht. Also während dem Studium hast du auch gegründet? Ja, genau. Ja. Eine doppelt- oder sogar Dreifachbelastung. Und du bist noch sehr Jungunternehmerin. Gibt es da Sachen, die du nicht mitgerechnet hast, wo du nach dem Gründen, wo du sagst, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht oder vielleicht sogar gar nicht? Ja, das Know-how über die ganze Finanzierung, Kosten, das war mir nicht bewusst gewesen. Oder wie man jetzt etwas berechnet, Umsatz, vieles. Das Ganze habe ich nicht gewusst, obwohl ich vorher natürlich schon in der Führung war. Ich bin aber Pflegedienstleitung, StV-Geschäftsleitung und habe immer von der Geschäftsleitung, die haben mir mitteilt, das und das Budget hast und so weiter. Und dann plötzlich musst du das und dann musst du das selber plötzlich weiter abgeben. Ja, mit dem
Das war schon eine Challenge für mich, definitiv. Ja. Und wie bist du da damit umgegangen? Oder lass uns mal über die Finanzierung reden, noch bevor wir dann über Budgets reden. Wie hast du gestartet? Hast du Investoren gehabt oder vom eigenen Ersparten? Wie hast du das Ganze finanziert? Ich habe ganz viel gespart dafür, ja. Du hast im Vorfeld schon gespart dafür oder hast einfach das genommen, was umeinander war und auf die Karte gesetzt? Ja, das, was ich hatte. Und währenddem habe ich noch sehr viel gearbeitet. Also ich habe die Firma gegründet, habe studiert und nebenbei noch fast 100% gearbeitet. Teilweise im Nachtdienst, vorher noch in den Spätdienst, um das weiter ins Rollen zu bringen. Ja. Also sehr ambitioniert. Da muss man wirklich einen Willen haben, das durchzuhalten. Und wie sieht es denn heute aus? Mittlerweile stehst du auf festen guten Beinen, was Finanzen anbelangt? Oder hast du mittlerweile auch Partner von draussen, die mit eingestiegen sind? Nein, ich bin noch allein unterwegs. Noch allein unterwegs und es scheint zu funktionieren. Ja. Dann lass uns auch gerade über das Thema Unternehmertum sprechen. Also du hast es vorher angesprochen, nicht unbedingt etwas, was du im Rucksack gehabt hast. Wie hast du dir aber das Wissen angeeignet? Der Vorteil war sicher, dass ich schon in der Führung war und da konnte ich vieles mitnehmen und nachher habe ich Unterstützung von einem Coach auch bekommen. Du hast einen Coach, dich dann beraten in diesem Moment? Ja. Okay, alles klar. Man darf dir ja auch gratulieren, weil du hast dieses Jahr den Unternehmenspreis von Swiss Alps gewonnen. Was bedeutet dir so ein Preis? Herzlichen Dank als erstes, ja. Es bedeutet mir sehr viel, gerade als Frau. Ich bin ja die erste Frau. Du bist auch noch die erste Frau dort, okay. Genau, die den Preis hat gewinnen. Und das vom Gesundheitswesen, weil oftmals vergisst man uns. Das musst du jetzt ein bisschen umschreiben. Also wie meinst du das, man vergisst uns im Gesundheitswesen? Man vergisst uns, wie viel wir eigentlich machen oder auch, was wir können. Also als Unternehmer quasi wirst du übersehen. Genau. Ich glaube, sonst der Pflegeberuf wird auch übersehen. Je nachdem. Je nachdem, okay. Ja, genau. Hat sich etwas verändert, seit du den Preis bekommen hast? Hat das Türen geöffnet, dir Sachen vereinfacht? Oder ist eigentlich alles immer noch gleich wie vorher? Es hat mehr Anmeldungen gegeben, das ist sicher ein Vorteil. Okay, also Anmeldungen von Kunden? Kunden oder? Ja. Okay. Und auch sehr viele Bewerber haben wir gehabt. Das sicherlich bei bekannter wurde, ja, also positiv. Positive Veränderung, das ist wirklich schön zum Hören. Ich möchte aber sehr gerne auch noch in die Zukunft blicken. Also wir wissen, dass wir in einer überalternden Gesellschaft sind. Wir wissen auch, der Pflegeberuf ist etwas, das in Zukunft immer mehr Bedarf da ist und auch gefragt sein wird. Hast du da eine eigene Meinung oder Einschätzung, wie das weitergehen wird in der Schweiz? Mit diesen Berufsgattung zum einen, aber auch mit den Anbietern? Ich denke, klar ist, dass genau, man bleibt immer länger daheim. Das zeigen auch Statistiken auf, gerade seit der Pandemie noch viel mehr. Früher ist man eher in ein Altersheim gegangen. Heute kann man das sich fast gar nicht mehr finanzieren. Die Leute wollen auch daheim sein. Es hat auch einen riesen Wandel gegeben, oder? Zum Beispiel Palliativpflege. Man kann heutzutage daheim sterben, und zwar schmerzlos oder möglichst mit wenig Schmerzen. Das bedeutet aber auch für uns gleichzeitig, dass wir uns stetig weiterbilden. Oder der Mensch nimmt immer mehr zu, das weiss man. Und wir müssen uns immer mehr weiterbilden. Und das Ganze führt natürlich auch dazu, dass wir mehr Fachpersonal bräuchten. Und da haben wir einen riesen Mangel. Es wird sicher schwieriger. Wir müssten wahrscheinlich irgendwann auch mehr Mitarbeitende vom Ausland nehmen. Also von Deutschland haben wir ja schon länger. Ich erlebe aber auch sehr viel, dass unsere Klienten 24-Stunden-Betreuung von Polen vielmals haben, weil das in der Schweiz einerseits nicht zahlbar ist und wir auch das Personal gar nicht haben für 24-Stunden-Betreuung. Also wir bieten von der Spitex Donau auch 24-Stunden-Betreuung an, aber wir können natürlich nicht 100 Mitarbeitende für 24-Stunden-Betreuung stellen. Ja, okay. Und hast du ein Gespür dafür, wo du sagst, das wird sich aber in die Richtung entwickeln, dass zum einen vom Staat Kosten vielleicht auch übernommen werden oder dass sich das Ganze verändert? Oder hast du das Gefühl, da braucht es noch relativ viel, bis da endlich mal ein Transformationsschub kommt? Ich denke, es braucht sicher noch mehr Unterstützung, auch für uns vom Staat.
andere Zahlungen, bessere, wie es halt immer ist. In der Pflege macht man natürlich sehr viel und man ist nicht gut entschädigt, sage ich jetzt einmal, für das, was wir machen. Aber ich hoffe, dass mit dieser Pflegeinitiative immer mehr kommt. Es gibt ja schon kleine Schritte, die sich verbessert haben, auch in der Ausbildung. Man muss da wirklich viel investieren, weil wenn wir irgendwann nicht ausbilden, dann müssen wir halt... Dann kommt auch nichts nach, das ist logisch. Genau, deshalb haben wir auch im Unternehmen mit dem gestartet. Ja. Jetzt möchte ich auf das auch noch eingehen, also wenn du sagst, wir starten ab nächstem Jahr die Weiterbildung, also da gehst du nochmal in einen ganz neuen Zweig hinein, wo du wahrscheinlich nur in Anführungszeichen als Studentin kennt hast und jetzt gehst du auf die andere Seite und fängst an, Leute auszubilden. Ist das etwas, was dir ein bisschen Respekt gibt? Du sagst, nein, das gehört dazu, gehe jetzt auch Vollgas mit rein? Ja, genau, eher mit Vollgas. Aber auch Respekt nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist klar, dass wir das Personal, das wir auch haben, dass wir das weiterbilden möchten und auch fördern. Und auch für unsere Gesellschaft. Es kann nicht sein, dass wir nicht weiterbilden als Unternehmen, sondern wir müssen da gemeinsam an diesen Zielen arbeiten. Also es ist ein Teil vom Wachstum des Unternehmens, wo du sagst, das ist eine Säule, die dazugehört, damit Spitex Dona erfolgreich weiter wachsen kann. Ja, definitiv. Liebe Liridona, als abschliessende Frage möchte ich wissen von dir, jetzt hast du gestartet, ich habe gehört, du hast sehr viel gearbeitet, durchgepowert. Ich weiss auch vom Vorgespräch, dass du nicht allzu viel Ferien hast. Was wird in den nächsten 3, 4, 5 Jahren passieren? Powerst du da gleich weit durch oder nimmst du auch mal einen Schritt zurück? Ich denke, am Anfang, wie gesagt, das ganze Ersparnis da in dieser Firma investiert, das muss man dann irgendwann auch rausholen, sage ich. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Und ich tue halt immer den Gewinn reinvestieren mit eben Ausbildungen, bessere Plattformen, die ganze IT, wo wir auch viel investiert haben, vor allem dieses Jahr, um effizienter auch unterwegs zu sein, Autos und so weiter. Ich glaube, ich bin ein Arbeitstier. Ich kann mich nicht einfach 3 Monate erholen oder ich brauche weniger Ferien als andere. Aber für mich ist schon klar, ich hatte einen Retreat dieses Jahr und investiere auch mehr Zeit jetzt ins Yoga oder Meditieren und so weiter, was ich vorher total vergessen habe. Oder mich vergessen habe, sagen wir es so. Und das gibt mir noch mehr Energie. Balance zu finden. Es ist interessant, in so Gesprächen ich erfahre das immer wieder, dass man am Anfang powert man durch und irgendwann geht einem das Licht auf, ich muss auch auf mich selber schauen, damit die Zukunft überhaupt eine Chance hat. In 5 Jahren, wo ist dann Spitex Dona? 68 Mitarbeitende, oder wo sind wir dann? Ich hoffe, mehr Mitarbeitende, ganz klar, und vor allem auch mehr Ausbildungsplätze. Das ist für mich wirklich sehr wichtig. Und dass wir die bekanntesten und die besten sind. Das wünsche ich dir von Herzen auch. Ich freue mich auch schon auf das Gespräch, das wir in 5 Jahren wieder führen werden. Herzlichen Dank, Liridona, bist du zu Gast gewesen. Ich freue mich auch. Danke vielmals für das Interview, Melanie.